Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Wie ich im letzten Video schon versprochen habe, möchte ich euch endlich mal den Home Hub Pro vorstellen und euch die Unterschiede zum kleinen Home Hub zeigen. Beide Geräte sind perfekt geeignet, um die Daten eurer Videokamera aufzuzeichnen, um die Überwachungskameras zentral zu steuern. Und wenn ihr wissen wollt, welche dieser beiden Varianten für euch die richtige ist, wo die Unterschiede liegen, die Vorteile, aber auch die Nachteile, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Zum Aufzeichnen der Videodaten, der Alarme und dergleichen, die meine Überwachungskameras aufnehmen, verwende ich in erster Linie meinen NVR, meinen Netzwerk-Videorekorder. Das Gerät hat die Möglichkeit, 3 Festplatten mit insgesamt 48 Terabyte zu verbauen bzw. zu verwenden. Ich kann 36 Streams einbinden. Das Gerät, muss ich sagen, bin ich nach wie vor total überzeugt davon. Allerdings ist es sehr laut, trotz der neuen Lüfter, die ich eingebaut habe. Deswegen steht es auch im Serverschrank. Es gibt aber auch denkbar einfache Lösungen. Deswegen habe ich schon seit einer ganzen Weile diesen kleinen Home Hub bei mir am Laufen, den mir Reolink zur Verfügung gestellt hat. Mit diesem Gerät kann ich auf der Rückseite 2 SD-Karten einbauen und insgesamt 1 Terabyte an Videodaten aufzeichnen, 8 Kameras in diesem Gerät zentral verwalten. Finde ich eine super Sache. Das Teil ist nämlich extrem geschmeidig, leicht, unscheinbar, man hört es nicht. Also eine sehr, sehr gute Sache. Reolink hat das aber nicht gereicht, beziehungsweise war die Nachfrage einfach größer und es gab einen Nachfolger, und zwar den Home Hub Pro. Und wenn ihr das nebeneinander euch so anschaut, diese beiden Hubs, dann seht ihr, denke ich, sehr schnell den Unterschied vom großen Home Hub Pro zum kleinen Bruder, den Home Hub. Auch auf der Rückseite ergeben sich gravierende Unterschiede. Während der Home Hub einen LAN-Anschluss hat, die 2 Einschübe für die SD-Karten und einen Stromanschluss und das integrierte WLAN, bietet der Home Hub Pro doch deutlich mehr Möglichkeiten. Ich habe hier die Chance, einen USB 3-Anschluss zu nutzen, beziehungsweise gleich 2 Stück davon. Ich habe 2 Netzwerkanschlüsse, den Stromanschluss. Ich kann zusätzlich auch eine SD-Karte einbauen, aber der Hauptvorteil liegt in erster Linie darin, dass im Home Hub Pro eine richtige Festplatte eingebaut werden kann, und zwar insgesamt bis zu 16 Terabyte, die dieses Gerät verarbeiten kann. Das Tolle ist, dass Home Hub bzw. Reolink sogar eine Festplatte mit beilegt, und zwar eine 2 Terabyte Platte von Toshiba, war im Bundle inklusive. Apropos Bundle. Reolink strukturiert sich ein wenig um. Und statt dem Verkauf dieser einzelnen Geräte geht das Unternehmen immer mehr darauf hin und verkauft Bundles. Sprich, ihr bekommt Komplettlösung. Ihr bekommt die Kamera, zum Beispiel die Reolink Argus Eco Ultra, die habe ich im letzten Video getestet. Den Link findet ihr oben rechts in der Ecke. Im Doppelpack, sprich 2 dieser Kameras mit dem Home Hub zusammen im Bundle, und könnt auf diese Weise schon mal 2 Blickwinkel abdecken und über den Home Hub Pro aufzeichnen. Finde ich eine interessante Geschichte für all diejenigen, die sich nicht sicher sind, welche Kamera ist die richtige. So könnt ihr einfach ein Komplettpaket kaufen. Wenn ihr wissen wollt, wo es das Ganze gibt, schaut mal unter das Video, da findet ihr nähere Informationen dazu. Doch genug geschwätzt. Außenrum, ich möchte euch zunächst etwas tiefer die beiden Home Hubs vorstellen, die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede. Anschließend werde ich euch zeigen, wie ich diesen Home Hub in mein Netzwerk integriere. Ich werde euch zeigen, wie ich die neuen Kameras in den Home Hub integriere, und danach zeige ich euch die Oberfläche, ich zeige euch die Aufnahmen, die das Gerät macht, die Verwaltung der Kameras, die monatlichen Testberichte und auch die ganzen anderen Einstellungen, wohlgemerkt ohne zusätzliche Folgekosten. Das Gerät wird einmalig angeschafft und bezahlt, aber es ist keine Cloud-Lösung, für die ihr irgendwo bezahlen müsst, sondern stattdessen ein Preis, fertig, Haken dran. Beide Home Hubs haben ein integriertes WLAN. Wi-Fi 6, um genau zu sein, damit könnt ihr die Daten direkt streamen. Beide Geräte verschlüsseln die Daten mit einer AES 128-Bit Verschlüsselung, damit die Daten wirklich sicher sind, falls mal jemand Fremdes darauf zugreifen möchte. Ihr habt die Möglichkeit, 11 Benutzer anzulegen, und zwar den Admin und 10 zusätzliche Benutzer, die eben nur ausgewählte Bereiche sehen dürfen. Ihr habt die Möglichkeit, die Live-Ansicht zu nutzen, die Wiedergabe in der App oder am PC, am Client. Es gibt keine Abokosten, wie eben schon erwähnt, sprich die volle Kostenkontrolle. Aber es gibt auch Unterschiede. Der Reolink Home Hub in der Standardversion
Das ist dieser hier. Der unterstützt bis zu 8 Kameras maximal und die Daten können nur auf der SD-Karte gespeichert werden. Eine SD-Karte ist beim Kauf inklusive eine 64 GB Karte und maximal 2 512 GB Karten könnt ihr einbauen. Das Gerät hat keinen HDMI-Anschluss, keinen USB-Anschluss, ist mit aber knapp 10 x 10 x 16 cm relativ überschaubar und kann über WLAN und LAN in euer bestehendes System eingebunden werden. Der Reolink Home Hub Pro, der kann einiges mehr. Der unterstützt bis zu 16 Kameras, davon 12 PoE Plug-and-Play-Kameras, die ihr über den Netzwerkanschluss hinten durchschleifen könnt. Ihr habt eine 12 TB Festplatte inklusive, 16 TB sind maximal möglich. Ihr habt einen Micro-SD-Slot, der zusätzlich noch mitgenutzt werden kann. Und ihr könnt externe Displays, externe Speichergeräte und dergleichen auch über die USB-Anschlüsse anschließen. Für die bessere Netzwerkanbindung ist natürlich auch hier der LAN-Anschluss möglich oder WLAN. Bis 8K Multi-Device-Streaming ist hier möglich und die Alarmauslösung soll hier bis 120 Dezibel in der Lautstärke gehen. Also wenn das Teil direkt neben eurem Bett steht oder hier neben dem Rechner und geht los, das dürfte eine riesige Überraschung werden. Um den kleinen Home Hub zu verwenden, müsst ihr lediglich das Netzwerkkabel einstecken und mit eurem Netzwerk verbinden, den Stromanschluss einstecken und einmal vorne auf den Knopf drücken und schon ist das Gerät einsatzbereit und funktioniert. Ihr könnt das Ganze auch mit WLAN in euer Netzwerk integrieren. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut mal oben rechts in die Ecke, denn zum Home Hub habe ich bereits ein Video gemacht. Das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Für den Home Hub Pro ist natürlich noch ein bisschen mehr nötig, denn als allererstes muss ich erst einmal die Festplatte einbauen. Das mache ich jetzt. Hierzu wird auf der Rückseite diese Abdeckung entnommen, die ist magnetisch festgemacht. Anschließend der Festplattenrahmen ausgebaut und in diesen Festplattenrahmen wird anschließend die Festplatte eingeschraubt. Ich habe die Festplatte in den Rahmen eingebaut, indem ich einfach die 3 Schrauben auf der linken und rechten Seite verwendet habe, um das Ganze am Gehäuse zu befestigen. Die Schrauben sind inklusive, dann wird dieser Rahmen mit der Festplatte auf der Rückseite einfach nur hineingedrückt bis zum Anschlag reinschieben und mit dieser Blende dann verschlossen. Anschließend wird der Stromstecker angeschlossen und ein Netzwerkkabel auf der Rückseite mit dem Heimnetzwerk verbunden. Anschließend kann ich dann über den Client auf das Gerät zugreifen oder über die App auf meinem Telefon und die Ersteinrichtung für den Home Hub machen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Den Reolink Home Hub Pro habe ich soeben angeschlossen. Netzwerk ist integriert und der Stromanschluss ebenfalls. Das Gerät fährt nun hoch. Die Festplatte ist leicht zu hören. Sowohl das Laufgeräusch als auch das Klacken ist direkt neben mir auf dem Schreibtisch wahrnehmbar. Der Client erkennt den Home Hub Pro automatisch. Ich scrolle an meiner Übersicht bis ganz nach unten. Ihr seht hier noch die Eintragung vom Home Hub. Der ist im Moment inaktiv, da ich das Netzwerkkabel nun in den Home Hub Pro eingesteckt habe. Und hier unten sehe ich nun den Home Hub Pro. Ich klicke die Kachel an und es öffnet sich das Initialisierungsprogramm. Ich soll zunächst ein Kennwort vergeben, um den Home Hub Pro einzurichten. Das mache ich jetzt. Als nächstes kann ich das Gerät umbenennen. Um es einfach zu halten, belasse ich den Namen auf Reolink Home Hub Pro und gehe auf Weiter. Die Festplatte ist nagelneu und noch nicht formatiert. Das werde ich nun nachholen, indem ich auf Format klicke und bestätige, dass alle Daten gelöscht werden und die Festplatte wird nun formatiert. Erstaunlich schnell ist das Formatieren beendet. Von den 2 Terabyte an Daten stehen mir 1803 GB zur Verfügung. An dieser Stelle ist der Home Hub Pro bereits fertig eingerichtet. Ergänzend kann ich nun die Dateiverschlüsselung aktivieren. Durch das Aktivieren werden die Aufnahmen noch sicherer abgelegt und mit einem 128-Bit-Schlüssel verschlüsselt. Ich überspringe diesen Punkt, das werde ich später nachholen. Ich bekomme eine kurze Einführung in die Möglichkeiten, die der Home Hub Pro mir bietet. Die Aufzeichnung der Wiedergabe, ich kann Filter verwenden und auch in der Wochenansicht mir einzelne Kameras oder alle Kameras zusammen anschauen. Als nächstes kann ich direkt die erste Kamera mit dem Home Hub verbinden. Um meine Reolink Arcus Eco Ultra mit dem Home Hub Pro zu verbinden,
gehe ich in der Kachel auf den Pfeil nach rechts und das Menü poppt auf. Hier kann ich zunächst eine Kamera oder ein anderes Reolink Endgerät hinzufügen. Es besteht die Möglichkeit, die UID, die Kombination, die auf den Kameras aufgedruckt ist, direkt zu erfassen oder aus meiner bestehenden Geräteliste eine Kamera auszuwählen oder im LAN gezielt nach Geräten zu suchen. Da die Arcos Eco Ultra bereits als Standalone-Variante läuft, kann ich diese direkt mit dem HomeHub Pro verbinden, indem ich hinten auf das Plus klicke. Ich bekomme einen Hinweis, dass mit der Integration der Kamera in den HomeHub Pro die Kamera nicht mehr als Standalone zur Verfügung steht, sondern komplett über den HomeHub Pro gemanagt wird. Das ist okay, das möchte ich so. Ihr habt es gehört. Der Reolink HomeHub Pro steht direkt neben mir und hat mir auch akustisch bestätigt, dass die Kamera nun mit dem HomeHub Pro verbunden ist. In der Übersicht des Reolink HomeHub Pros sehe ich nun meine Arcos Eco Ultra Kamera unten als Kachel eingebunden. Ich kann hier nichts klicken oder anwählen, denn alle Einstellungen müssen direkt über das Menü vom HomeHub gemacht werden. Dazu nehme ich euch jetzt kurz mit. In der Übersicht des Reolink HomeHub Pro ist nun ein Dropdown-Menü dazugekommen und ich sehe meine Reolink Arcos Eco Ultra Kamera als mögliche Auswahl bereitgestellt. Ich sehe den Akkustand, ich sehe die Sonne, dass im Moment die Sonne scheint und geladen wird und über das Einstellungszahnrad komme ich ganz normal in das Menü der Kamera und kann hier alle Einstellungen vornehmen, die ich auch vorher direkt an der Kamera vornehmen konnte. Der Reolink HomeHub hat eigene Einstellungen. Ich wechsle in die Übersicht und sehe hier das Gerät meiner Reolink Arcos Eco Ultra Kamera bereits zur Auswahl. Ich kann weitere Geräte hinzufügen oder zunächst erstmal die individuellen Einstellungen des HomeHubs aufrufen. Hier seht ihr die wichtigen Daten des Gerätes. Ich habe den Namen, den ich hier ändern kann. Ich kann Einstellungen des Lichts verändern und das bezieht sich auf die LED-Anzeige des An-Ausschalters am Gerät selber. Ich kann das Audio beeinflussen, sprich die Alarme, die mir hier akustisch gegeben werden, kann ich in der Lautstärke variieren. Im Überwachenbereich kann ich eine E-Mail-Adresse festlegen und mir zusätzliche Mails schicken lassen, wenn ein Alarm auftritt. Über die App kann ich natürlich auch Push-Nachrichten direkt auf mein Telefon senden. Ich kann einen FTP-Server hinterlegen und die Daten auch außerhalb des HomeHubs auf einem NAS oder im Internet in der Cloud speichern, wenn ich das möchte. Über den Menüpunkt Netzwerk sehe ich, dass der HomeHub per LAN-Kabel mit meinem Netzwerk verbunden ist. Zeitgleich habe ich aber hier die beiden WLAN-Signale, die das Gerät nutzt, um externe Geräte, andere Kameras mit dem HomeHub zu verbinden. Der Vorteil an dieser Variante ist, dass die Geräte komplett vom HomeHub durchgeschliffen werden und nirgendwo anders auftauchen. Der Nachteil ist jedoch, dass die Geräte sich in der Empfangsreichweite des WLAN-Signals vom HomeHub befinden müssen. Meine Empfehlung bleibt daher dabei, die Kameras zunächst als Standalone-Geräte einzurichten, mit dem eigenen privaten WLAN-Netzwerk zu verbinden und erst danach in den HomeHub zu integrieren. Auf diese Weise bleiben die Kameras in meinem eigenen Netzwerk und werden an den HomeHub übergeben. Ich habe die Möglichkeit, in den erweiterten Einstellungen die Möglichkeit zu aktivieren, den HomeHub auch in das Internet freizulassen. Über die Funktion UPnP aktivieren besteht die Möglichkeit, dass der HomeHub Pro sich automatisch an meinem Router für die Ports öffnet und von außerhalb erreichbar ist. Auf diese Weise kann ich mit meiner App auch auf den HomeHub und alle damit verknüpften Kameras zugreifen, auch wenn ich nicht im eigenen WLAN bin. Ich kann die Servereinstellung noch optimieren. Hier seht ihr die Dienste, die ihr gegebenenfalls zusätzlich aktivieren müsst, um von extern bzw. mit zusätzlichen Programmen auf den HomeHub und die angeschlossenen Kameras zuzugreifen. Die Erklärungen sind, denke ich, soweit selbst erläuternd. Ich empfehle euch nicht die Standardvarianten, sondern wenn, dann verwendet auf jeden Fall die Protokolle mit dem S hinten dran bzw. in der Wortmitte für Secure. Auch das ONVIF-Protokoll kann genutzt werden. Diese Verbindungen sind verschlüsselt. Mit einem Klick auf Speicher komme ich in die Übersicht der Festplatte. Ich sehe den aktuellen Auslastungsstand und mit einem Klick auf diesen kleinen Pfeil kann ich die Formatierung der Festplatte erzwingen.
In den Speichereinstellungen kann ich festlegen, ob Zeitraffer-Dateien überschrieben werden sollen. Denn der Home Hub Pro unterstützt das Zeitraffer-Protokoll, sprich, ihr könnt mit euren Kameras wunderschöne Zeitrafferaufnahmen herstellen, indem ihr vorgefertigte Modi verwendet oder selber euch einen Zeitraffer-Modi ausdenkt, den hinterlegt, und so könnt ihr über viele Stunden Bildmaterial auf nur wenige Minuten oder Stunden kürzen. In der Aufzeichnung der Daten habe ich standardmäßig hinterlegt, dass die ältesten Dateien überschrieben werden sollen. Der Home Hub Pro überschreibt die jeweils ältesten Aufzeichnungen immer mit den aktuellen. Das bedeutet, ihr habt regelmäßig diese 2 Terabyte an Daten zur Verfügung und je nachdem, wie viele Kameras ihr angeschlossen habt und wie viele Alarmaufnahmen diese produzieren, steht ein gewisser Zeitraum immer zur Verfügung, den ihr rückwirkend abfragen dürft. Im Menü System habt ihr weitere Einstellungen. Ihr könnt das Gerät teilen und weitere Benutzer anlegen bzw. diese hinzufügen. Ihr könnt die Login-Einstellungen anpassen, zum Beispiel das Passwort, oder die illegale Login-Sperre deaktivieren. Die Login-Sperre verhindert sicher und zuverlässig, dass fremde, unbefugte Personen sich per Brute Force einen Zugang zu dem Gerät verschaffen. Datum und Uhrzeit könnt ihr auch hier nochmal einstellen und in der Wartung habt ihr die Möglichkeit, ein Firmware-Upgrade manuell zu machen bzw. die Automatik zu aktivieren. Auch von der App auf meinem Telefon wurde der Reolink Home Hub Pro automatisch erkannt. Das Gerät muss nur noch eingerichtet werden. Hierzu melde ich mich zunächst am Home Hub Pro mit dem Kennwort, welches ich eben am Client vergeben habe, an. Ihr seht, auch über die App kann der Reolink Home Hub Pro sehr schnell eingefügt werden. Die Einstellungen vom Client sind natürlich auch in der App verfügbar. Ich habe Zugriff auf das WLAN, auf die Audioeinstellung, auf die Lichteinstellung. Zusätzlich kann ich hier aber auch die Push-Benachrichtigung aktivieren. Mit jeder Alarmauflösung einer der angeschlossenen Kameras erhalte ich nun eine Push-Benachrichtigung auf mein Telefon. Im Gegensatz zum Client kann ich hier aber über die Kachel mit der ausgewählten Kamera in die Kamera wechseln. Und hier habe ich nun alle Einstellungen, die die Kamera bietet, über den Home Hub verfügbar. Ich sehe auf den ersten Blick, um welche Kamera es sich handelt, über welches WLAN sie eingebunden ist, wie der Zustand der Batterie ist, die Display-Einstellung, Audioeinstellung, Lichteinstellung und so weiter. Es ist alles verfügbar. Ich werde nun über die App die zweite Kamera aus diesem tollen Bundle in die App integrieren und mit dem Home Hub Pro verknüpfen. Nachdem ich den Reolink Home Hub Pro in der App hinzugefügt habe, kann ich in den Einstellungen auch eine weitere Kamera direkt in der App hinzufügen. Hierfür klicke ich oben rechts auf das Plus, Geräte hinzufügen, und auch hier habe ich die Möglichkeit, direkt aus einer Übersicht der bereits verbundenen Kameras auszuwählen. Device added successfully. Ihr hört es, auch dieses Gerät wurde hinzugefügt und ich habe in der Übersicht nun beide Geräte zur Auswahl und kann auch hier direkt auf das neue Gerät zugreifen. Ich habe nun auch die zweite Kamera hier im Garten installiert und zusammen mit der ersten Eco Ultra Kamera am Home Hub Pro angeschlossen. Der Home Hub Pro läuft nun schon ein paar Tage und ich muss sagen, die Lautstärke ist doch nicht so schlimm, wie ich sie ursprünglich wahrgenommen habe. Man hört nur ein ganz leichtes Rauschen und das, obwohl das Gerät direkt neben mir steht. Ich werde die Anlage nur noch einige Tage laufen lassen, um euch dann zu zeigen, wie ihr die Ergebnisse, die Alarmaufnahmen, die Aufzeichnung und dergleichen abrufen könnt. Denn das funktioniert auch sehr einfach über die App oder am Client. In der Zwischenzeit, wie ich diese Zeit abwarte, könnt ihr mir aber für dieses Video schon mal ein Like geben und, falls noch nicht passiert, den Kanal abonnieren. Denn all die Geräte, die ich von Reolink zur Verfügung gestellt bekomme, verlose ich im Laufe des Jahres und meine Abonnenten haben die Chance, eine Kamera, den Home Hub oder
die Klingel und dergleichen zu gewinnen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr nicht so lange warten wollt und euch einen Home Hub, die Kameras und dergleichen kaufen wollt, dann schaut mal unter das Video. Reolink sponsert das Video, indem es mir den Home Hub zur Verfügung gestellt hat, als Bundle mit der Reolink Arcos Eco Ultra, dem Doppelpack. Und wenn ihr daran Interesse habt, schaut unter das Video in die Beschreibung. Dort findet ihr den Promo-Link von Reolink. Und natürlich auch die anderen Systeme, die ich hier verwende, wie zum Beispiel die TrackMax oder da unten dann die RLC 1212A. Finde ich alles super Kameras. Ich verwende sie gerne, weil ich damit zufrieden bin. Wenn ihr mögt, schaut unter das Video, kauft euch selber so ein Teil und überzeugt euch von der Qualität. So, genug geschwätzt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Aufnahmen abgerufen werden und welche Qualität tatsächlich geliefert wird. Ich möchte euch zunächst am Client an meinem PC zeigen, wie ich die Aufnahmen abfrage. Hierzu habe ich auf der linken Seite den Reolink Home Hub ausgewählt und meine beiden Arcos Eco Ultra Kameras zur Auswahl. Die Nummer 1 habe ich bereits im Live-Bild, das ist das, was ihr hier seht, und ich kann nach wie vor über diesen Wiedergabeknopf schauen, welche Aufnahmen heute gemacht worden sind. Anhand der blauen Linien in der Timeline sehe ich, wo Aufnahmen vorhanden sind und kann über den Filter das Ganze weiter verfeinern, indem ich bestimmte Dinge einfach wieder herausnehme. Ich lasse den Filter gesetzt und wenn ich nun irgendwo hinklicke, rutscht der Cursor automatisch auf die nächste Bewegung und zeigt mir an, was hier passiert ist. Ich kann die Aufnahmen, indem ich in das Menüfeld hineingehe ins Bild, direkt herunterladen mit einem Klick auf Download. Im Ordner heruntergeladen kann ich direkt auf die Aufnahmen zugreifen. Ich befinde mich nun in der Live-Ansicht meiner Arcos Eco Ultra 2 Kamera und möchte euch hier zeigen, wie ihr über den Reolink Home Hub die Ereignisse abfragen könnt. Ich wechsle hierzu in das Menü des Reolink Home Hub und hier in den Ereignisverlauf. Der Home Hub Pro sammelt nun alle Videos, die er erkannt hat und zeigt sie mir in chronologischer Reihenfolge an. Über die Filter Datum, Gerät und Ereignistyp kann ich die Suche weiter verfeinern. Ich kann zum Beispiel das Gerät aussuchen, was ich gezielt durchsuchen möchte und ich kann auch festlegen, was genau gesucht werden soll. Zum Beispiel ein Tier auf der Kamera 1. Das Ganze bestätige ich, klicke auf Suchen und ihr seht, ich bekomme sofort angezeigt, was erkannt worden ist. Zusätzlich habe ich eine Wochenübersicht. In der Wochenübersicht bekomme ich wunderbar aufbereitet eine Übersicht aller Alarme, die das System ausgelöst hat. Ich kann erkennen, dass 7 Personen einen Alarm ausgelöst haben, aber nur 2-mal von Tieren und die reine Bewegungserkennung mit 4 Alarmen auch nicht so viel ist. Was deutlich wird, ist, dass meine Arcos Eco Ultra 1 Kamera, welches das Tierhaus filmt, mehr Alarme erzeugt hat als zum Beispiel die Eco Ultra 2 Kamera, die ihr im Hintergrund immer noch im Live-Bild seht. Wenn ich in die Vorwoche schaue, seht ihr hier einen schönen Wochenüberblick und ganz andere Statistiken. Ihr seht also, die Abfrage ist denkbar einfach. Auch hier besteht natürlich die Möglichkeit, jederzeit die Aufnahmen herunterzuladen. Doch wie sieht es in der App aus? Die Abfrage der Alarmaufnahmen funktioniert in der App relativ ähnlich. Auch hier bin ich bereits in der Übersicht des Home Hub Pro und wechsle in den Ereignisverlauf. Das System sammelt nun alle Daten, alle Alarmaufnahmen zusammen und zeigt mir diese in chronologischer Reihenfolge an. Die Aufnahmen sind bereits animiert. Das bedeutet, ich sehe hier bereits in einer kleinen Vorschau, welche Bewegung innerhalb des Videos mich erwartet. Das macht es natürlich deutlich einfacher, wenn ich bestimmte Ereignisse suche. Über den Filter kann ich auch hier mir bestimmte Geräte aussuchen, zum Beispiel auch hier das Gerät Nummer 2. Ich bestätige die Suche, klicke auf Fertig und ihr seht, ich bekomme nur die Aufnahmen der zweiten Kamera angezeigt und kann diese direkt anklicken und mir anschauen. Der Wochenbericht steht natürlich auch zur Verfügung. Wie ihr sehen könnt, sind die Zahlen identisch und genauso aufgearbeitet wie auch in der Variante am Client. Die Daten von der App und vom Client, die sind natürlich identisch, denn beide beziehen ja als Quelle ihre Daten vom Reolink Home Hub Pro. Auf der 2 Terabyte Festplatte werden im Moment meine beiden Kamerastreams gespeichert und ich kann mit dem Handy weltweit bzw. am Client jederzeit diese Daten abfragen. Wenn die 2 Terabyte nicht ausreichen, kein Problem.
Maximal 16 Terabyte Festplatten kann das Gerät verarbeiten und bis zu 16 Kameras kann ich hier drin integrieren und habe alles in einer Hand. Die Anschlüsse auf der Rückseite sind nach wie vor überzeugend, wenn ich keinen PC mehr habe oder alles nur noch über das Handy machen will und ab und zu doch mal eine Tastatur oder einen größeren Bildschirm anschließen möchte, funktioniert das, denn dank HDMI-Anschluss kann ich auch direkt einen Monitor an das Gerät anschließen und zum Beispiel im Ladengeschäft diesen Reolink Home Hub Pro verwenden. Tja, unterm Strich muss ich sagen, wer jetzt keinen großen NVR betreiben möchte aufgrund des Stromverbrauchs oder eben aufgrund der Lautstärke, ist mit einem Reolink Home Hub sehr gut beraten. Welche Variante ist jetzt die sinnvolle? Der kleine oder der große? Das liegt letztendlich daran, wie viele Kameras ihr verwenden wollt, wie viele Daten ihr speichern wollt. Wenn euch die Aufzeichnung für die 8 Kameras reichen, dann langt gegebenenfalls auch der normale Home Hub. Der hat zwar weniger Anschlüsse, speichert nur auf einer SD-Karte, aber ist auch deutlich günstiger. Wenn ihr sagt, ich möchte mir die Perspektiven offen halten, weitere Kameras hinzufügen, ich brauche viel Datenspeicher, um möglichst lange Zeiträume aufzunehmen, dann seid ihr mit dem Reolink Home Hub Pro besser beraten. Ganz egal, wie ihr es macht, schaut mal unter mein Video. Dort habe ich euch den Reolink Promo-Link gesetzt. Dort klickt ihr drauf und landet direkt in diesem Bundle angeboten und könnt schauen, was gibt es zum Home Hub Pro dazu, was gibt es zum Home Hub dazu, welche Kameras passen am besten zueinander. Denn neben den Akkukameras könnt ihr natürlich auch die kabelgebundenen PoE-Kameras und auch die WLAN-Kameras mit beiden Home Hubs verbinden. Finde ich eine super Sache. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mir doch mal unter das Video in die Beschreibung, was haltet ihr vom Home Hub, was haltet ihr vom Home Hub Pro? Welches dieser beiden Geräte ist euer Favorit? Ich freue mich auf eure Reaktion, auf eure Kommentare und auf den Austausch mit euch. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, euch das Video gefallen hat, geholfen hat, gebt mir spätestens jetzt das Like für dieses Video. Abonniert meinen Kanal, denn ich brauche diesen Home Hub nicht wirklich, denn ich habe ja einen großen NVR. Das heißt, dieses Gerät geht in die Verlosung im Laufe des Jahres unter einem meiner Abonnenten. Und wenn ihr meinen Kanal weiterhin unterstützen wollt und selber einfach euch so ein Gerät kaufen wollt oder eine Kamera, dann schaut mal unter das Video. Die Kameras, die ich bisher getestet habe, die von mir ein gutes Feedback bekommen haben, die habe ich euch dort verlinkt. Wenn ihr mögt, klickt drauf, gleicher Preis für euch, wenn ihr das kauft und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Das bringt mich natürlich auch voran. Ich sage Dankeschön an dieser Stelle und freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.